Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Es ist soweit, werte Freunde. Das letzte Mal haben wir das Heiligtum besiegt. Es war nicht einfach. Doch nun sind wir da. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No, you can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Eine sehr rührende Szene zwischen Juni und Riku. Yuna, du hast da was verloren. Sir Oren, Kimari told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes, I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Oren, I thank you. Kimari, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town,
away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought sin. Then, you appeared, Kamari. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared, until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go!" And you listened, Kamari. You stayed. Kamari, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Zanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all, I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Ja, doch dazu kam es nicht mehr. Ich finde die Szene so gut. Falls ihr euch erinnert, damals, wo wir wirklich zu ihr gegangen sind und sie hat da irgendwas rumgefuchtelt, man konnte es nicht wirklich erkennen. Und ja, genau das hat sie aufgenommen. Abschiedsworte an ihre Liebsten. Sehr rührend. Wirklich. Natürlich waren da keine Worte für Riku dabei, weil die ja damals noch gar nicht in der Gruppe war. Vielleicht auch deswegen nochmal
diese herzliche Umarmung davor, das Gespräch. Man will es einfach nicht wahrhaben, wie dieses Spiel zu enden vermag. Aber wir müssen weitergehen. Wir müssen diese letzten Schritte in Richtung der Ruinen von Zanarkand leider Gottes durchqueren. Und ich finde es auch sehr stilhaft, dass jetzt auch überhaupt keine Gegner oder sonst was kommen. Die würden das Ganze nur jetzt unnötig... Nein, das ist einfach perfekt und das, was jetzt kommt, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Listen to my story. This may be our last chance. Hey, there was more, right? I mean, like that time. Anyone? I think Yes? that we should stop. Maybe. For now. Let's go. Ja, Titus, der die ganze Zeit in einer... Ja, die Geschichte ja erzählt hat, wie man deutlich gehört hat. Immer wieder wunderschön erzählt, doch das ist nun vorbei. Wir sind an diesen Punkt gekommen, an dem die Erzählung stoppt. Jetzt zählt die Gegenwart, beziehungsweise noch viel mehr die Zukunft. Und wir sind da. Unzählige, unruhige Tote, die man hier deutlich an den Lichtern erkennen kann. Was natürlich teilweise jetzt natürlich auch wieder in Monstern ausartet. Aber diese Monster, die kennen wir jetzt. Trotzdem müssen wir sie machen. Es ist auch wieder wunderschön gemacht, dass das jetzt hier in
Musik bleibt, finde ich. Deswegen wage ich es nicht einmal zu cutten. Es hat einfach jetzt schon sowas Finales, auch wenn wir noch lange nicht beim Ende des Spiels angekommen sind, aber es fühlt sich so gut an. Ja. Unglaublich. Also was dieses Spiel hier an Emotionen und Atmo aufbauen kann. Dieser Part allein, der hat schon einiges bewirkt in mir selbst und ich denke, euch wird es nicht großartig anders gehen. Aber na gut. Ich will ihn jetzt noch nicht töten. Ich werde wieder mich ein bisschen, ja, auf das Kommende vorbereiten müssen. Ihr habt selbst gesehen, wir haben ja ziemliche Probleme gehabt. Zum Glück sind unsere zwei besten Bestias noch im Rausch der Ekstase. Da lass es ja auch. Aber die anderen, die sollen das auch sein. Und dann geht's weiter. Ich denke, allzu viel werden wir heute von den Ruinen gar nicht mehr sehen. Ich muss auch einen Blick auf das Sphärobrett mal werfen, ob es sich schon wieder lohnt. Ich weiß es gar nicht. Wir werden es gleich wissen. Aber das machen wir noch gemeinsam hier. Also, gib mir die harte Tour, wie immer. Bitte. Jo. Nochmal. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ich hätte vielleicht, obwohl, nee, wenn der andere Gegner noch leben würde, dann wird es wieder knapp werden. Besser nicht so. So, vielleicht fragen sich ja manche, wie weit spiele ich jetzt eigentlich, bis ich mit dem Optionalen beginne. Ich werde bis ganz zum Schluss spielen. Das hat mehrere Gründe. Ich möchte euch nämlich das, was uns bis ganz zum Schluss... So, Moment, was will ich jetzt machen? Ich will ihn entfernen. Was uns bis ganz zum Schluss erwartet hier, an Gegnern, Levelaufbau und so weiter, das möchte ich noch unter normalen Umständen hier mit euch erleben, denn wenn wir erstmal mit den Zeitquests angefangen haben, werden wir leider sowas von übermächtig sein. Das ist derbst übertrieben, muss ich leider sagen. Und ich möchte euch das einfach noch in einem gescheiten Schwierigkeitsgrad präsentieren. Und ja, davon abgesehen möchte ich euch einfach noch ein bisschen die Story zeigen, was uns da in Zanarkand erwartet. Das ist noch einiges. Sodass wir wirklich erst bis kurz vorm finalen Kampf, vorm Ending, dann mit den Zeitquests anfangen. Das ist für diejenigen, die vielleicht nur die Story sehen wollen, vielleicht ein bisschen ärgerlich. Für diejenigen werde ich dann, ich werde das auf jeden Fall mitteilen, in welchen Part es dann wieder mit der Story losgeht. Ich werde das groß anpreisen, sozusagen. Keine Sorge. Denn wir werden ein gutes Weilchen in den Zeitquests verweilen, so viel ist sicher. So, da muss ich gar nicht mehr viel machen. Wunderbar, dann kann ich gleich nochmal Feuer sprechen. Und dann ist der auch schon wieder voll. Das ging fix. Ja, an der Stelle möchte ich auch mal wieder, ich nehme ja jetzt wieder endlich zeitnah auf. Ich kann jetzt wieder grüßen und auf Kommentare eingehen. Und da gibt es zwei neue. Also, was heißt neue? Mir kommen sie neu vor, die hier Final Fantasy X mit angucken. Nämlich Luca Pfaff, unter anderem. Und Meikun Miller. Seid gegrüßt in unserer kleinen, wunderschönen Runde. Auf dass ihr auch in den späteren Parts noch viel oder auch in anderen Projekten Unterhaltung findet. Wir rufen jetzt Falfaris, auch der muss nur zur Hälfte gefüllt werden, wunderbar. Und dann killen wir das Vieh endlich. Dann machen wir normal weiter, dann dauert es auch nicht mehr so lange. Ja, korrigieren musste ich mich. In der Höhle meinte ich, dass Behemoth eine finale Attacke kann. Da haben mich mehrere korrigiert, dass dem so nicht ist. Dann wird es wahrscheinlich eine spätere Behemoth-Art sein. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass da sowas kommt in der Art. Aber okay, natürlich, ich bin froh, wenn er das nicht tut, was ich in Erinnerung habe. So viel ist sicher. Und ich habe in der Höhle eine Kiste übersehen, aber die war nicht so wichtig. Buja.
Weg ist er. Wokka macht jetzt einen geilen Schaden hier, aber hallo. Na gut. Weiter geht's. Und ich liebe einfach diesen Soundtrack. Dieser Zanarkand Soundtrack, das ist doch der geilste ever. Ich kann es immer und immer und immer wieder hören. Oh ja, und wir müssen in den Levels definitiv was tun. Das ist ja heftig. Da müssen wir auf jeden Fall, ja, jetzt schon anfangen. Eigentlich. Nach diesem Behemoth. Okay. Der geht ja jetzt hoffentlich ein bisschen schneller. Vielleicht ist das jetzt der Behemoth. Aber er heißt Behemoth, also. Naja, wir werden es ja sehen, ob er was kann oder nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall mal blind schlagen, würde ich sagen. Wenn es geht, zumindest. Nein, es geht anscheinend nicht. Aufspießen ist uns ja bekannt. Glaube ich. Haha, man konnte ja den Rock gucken. Aber viel sehen konnte man dabei nicht. Egal. So. Dann wollen wir es mal wieder hervorholen. Die 3 waren jetzt dran, oder? Ne, Riku. Doch, Riku war dran. Aber Lulu noch nicht. Lulu muss noch. Hier mache ich mal einen Panzerbrecher noch drauf, damit er ein bisschen schneller down geht. Wo ist denn mein Zeug hier? Pechs hier. Versetzt eine Runde in Schlaf, stumm und blind. Habe ich euch das schon mal gezeigt? Komm, dann machen wir das mal, wenn es überhaupt geht. Oh, der Schaden ist auch wieder so geil. Okay, zustandstechnisch keine Chance bei dem Vieh. Aber was soll's. Gut, dann geh raus. Titus mit ans Board holen. Jetzt kommt endlich mal Lulu dran. So, und Kimari. Dann haben wir wieder die Gruppe komplett drin gehabt, so wie ich es mag. Kimari macht auch einen richtig geilen Schaden. Hui. Da fliegt er und stirbt nicht gut. Titus rein. Nach wie vor will ich es immer noch haben. Oh, er ist zwar nicht der Stärkste, aber einer der Schnelleren. Das ist doch schön. So, jetzt müssen wir mal Juna reinholen. Und Engel. Ach, dieser Sternenhimmel, der sieht doch traumhaft schön aus, oder? Okay, das mit den Lichtern. Klar, sind diese untoten Lichter, diese unruhigen Seelen, die es jetzt halt hier noch gibt. Die Abermillionen, die damals wahrscheinlich sterben mussten. Aber irgendwie sieht es auch wunderschön aus. Das kann mir nicht helfen. So, der reißt uns hier ganz schön, wo ist meine Phönixfeder? Da. Also unter normalen Bedingungen ist der nicht ohne. Hier, man merkt's ja. Wird Zeit, dass ich jetzt mal Auron wieder reinhole. Dass der hier aufräumt, so geht's ja nicht. So, gute Nacht, mein Freund. Ja, und gute Nacht sage ich auch zu euch, es sei denn... No time to waste. Let's go. Ihr interessiert euch für das Sphäroid. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy X. So. Thron. Oder... Aska, nee, da will ich rein. Weiter da lang.
Oh, Flair, genau. Das wollte ich doch... Ja. Das will ich. Nicht unbedingt mit ihr, aber natürlich mit einem Schwarz-Sphäroid dann an Lulu weitergeben. Geilo. Nee. Nächstes Mal. Ah, jetzt habe ich... Na, egal. So, was jetzt? Ah ja, okay, das ist ja nur ein kleiner Fitzel. Hier rein, ne? Ja. Hat sie denn so wenig? Ist sie so schlecht gelevelt in letzter Zeit? Naja, ich will ja jetzt wieder die 3 extra Gegner anfangen. Zumindest nur noch in diesem letzten Gebiet. Ab dann wird Leveln sowieso nicht mehr nötig sein. Also... Doch, natürlich schon, aber auf eine andere Art und Weise. Und das war's. Bis zum nächsten Mal nun endgültig.